Hi Leute, Spaceport hat ein dickes Update rausgehauen und ich kläre heute die Frage, ob sich das Game noch lohnt und wie lange es dauert, bis wir die 100% Tagesauszahlung erreichen. Außerdem gibt es ein paar Tipps und Tricks und ich erzähle euch, wie und wann ihr am besten ein- und auszahlt, auf was ihr achten müsst, etc. Starten wir mit den Neuerungen. Es wurden jetzt NFTs zum Kauf angeboten, die euch schneller die Tagesziele erreichen lassen. Diese kosten 0,2 BNB und geben euch 10% mehr Erfahrung. Heißt, ihr erreicht das Tagesziel schneller. Die NFTs können bis 10 mal gestackt werden, was genau die benötigte Zeit halbiert. Hier seht ihr ein gutes Beispiel, wie schnell so ein Token droppen kann. Daher seid euch des Risikos bewusst, wenn ihr in solche Projekte einsteigt. Die 5% Tageseinnahmen werden immer an eurer Tokenanzahl bemessen, die ihr auf der Metamask Wallet liegen habt. Jetzt wäre also ein relativ guter Zeitpunkt einzusteigen, wenn man denkt, dass der Token wieder steigen wird, da der Dollar-Gegenwert sich natürlich dem Kurs anpasst. Wenn wir von 184,59 Dollar die 5% nehmen, sollten wir 9,20 Dollar verdienen können. Bedenkt, dass der Wert immer mit dem Kursanstieg steigt, bzw. bei einem Kursfall fällt. Und damit herzlich willkommen zum Spaceport-Test. So, das ist neu im Game. Der Startbildschirm ist neu, hier könnt ihr jetzt frei rumfliegen und beispielsweise euer Raumschiff nach eurem Geschmack einstellen. Dann könnt ihr jetzt mit euren SPC-Tokens im Casino gamblen, wovon ich euch abrate, aber falls ihr mal Lust drauf habt, ist es möglich. Bei Optionen könnt ihr die Musik ausstellen und die Spielgeräusche regulieren. Klickt auf Fullscreen, um in den Vollbildmodus zu wechseln. So, wir sind aber hier wegen dem Play-to-Earn-Part. Hier wird es bald scheinbar auch mehrere Welten geben. Lasst uns mit einem kleinen Tutorial starten. Die erste Änderung ist, dass ihr jetzt 3 Leben habt. Außerdem habt ihr jetzt eine Rakete, die random abgefeuert wird und alles zerstört, was ihr in den Weg kommt. Auf der Taste P könnt ihr das Spiel jederzeit pausieren und von da auch wieder in den Fullscreen-Modus wechseln. Die Rakete, die um euch kreist, feuert nicht nur die Rakete, sondern gibt euch einen Schutz, mit dem ihr die gegnerischen Raumschiffe zerstören könnt. Dafür bekommt ihr sogar Punkte. Trifft euch ein Raumschiff, eine Explosion oder ein Meteor, verliert ihr ein Leben. Was passiert, wenn alle 3 Leben weg sind, muss ich euch nicht erzählen. Für die blauen Raumschiffe braucht ihr 2 Treffer. Die dicken lilanen brauchen 3 Treffer. Die grünen Schiffe schießen seitlich und nie gerade. Sie sind aber mit einem Treffer erledigt. Der Stern gibt euch einen Schutzschild und die Multiplier multiplizieren eure Punkte mit der Zahl, die draufsteht. Die Energiezeichen laden den Laser komplett auf, bzw. stapeln sie bis zu 2 Mal und auslösen könnt ihr ihn mit der Leertaste. Das Mondsymbol löst einen einmaligen Grundumschuss aus und ist der schlechteste Booster von allen. Ab 100.000 Punkten bekommt ihr Raketen, die ihr mit Shift abfeuern könnt. Die Meteore, die von rechts kommen, könnt ihr mittlerweile mit einer Rakete für 5.000 Punkte zerstören. Die Anfangsphase bis 500.000 Punkte wurde definitiv schwerer gemacht, da die Raumschiffe ordentlich an Speed aufnehmen mit der Zeit. Habt ihr den Meilenstein erreicht, kommt der Boss Elon Musk persönlich. In der ersten Phase fliegt er über euch und feuert normal, sobald er die Gewehre rausholt. Heute hat er nicht geschossen, aber da geht ihr am besten mit eurem Schiff ganz an den Rand und sobald er die Gewehre zieht, fliegt ihr rechts bzw. links rüber. Wenn sein Leben halbiert ist, kommt rechts ein Geschütz. Elon selbst schießt nicht und bewegt sich nur seitlich hin und her. Ich achte hier immer genau auf die Kugeln, die das Geschütz raushaut. Im Augenwinkel achte ich auf die Bewegungen von Elon und versuche dann immer gut getimte Raketen mit Shift abzufeuern. Wenn er besiegt ist, bekommt ihr 500.000 Erfahrungspunkte. Aber passt trotzdem weiter auf. Das Geschütz feuert noch ein paar Kugeln im Abgang. Danach kommt eine weitere Neuerung. Ihr feuert ab dann dauerhaft ein Rundumfeuer ab, das jedes Schiff one-shottet. Außerdem kommen die kleinen gelben Raumschiffe, die gerade nach unten schießen. Versucht diese am besten mit dem seitlichen Feuer zu treffen. Wenn ihr dann irgendwann zerstört wurdet, könnt ihr den Score speichern.
Ohne dass das durchgeht, könnt ihr auch nichts verdienen. Hier hatte ich erst etwas Panik, dass dieser gute Score nicht gespeichert werden kann, hab dann aber gesehen, dass einfach die Wallet nicht verbunden war. Das könnt ihr also auch noch machen, nachdem ihr gespielt habt. Sobald hier Score Submitted steht, seid ihr auf der sicheren Seite. Dann klickt ihr auf der Payout-Seite auf den Check-Button, um zu sehen, wie viel Prozent ihr erspielt habt. Gar nicht mal schlecht für den Anfang. Also geht's wieder rein. Beschleunigen wir das Ganze etwas, diese Runde wird euch nur enttäuschen. Hier seht ihr, wie eine Runde aus dem Lehrbuch aussehen könnte. Ich wollte eigentlich die Geschwindigkeit verdoppeln, aber ich lasse es mal in normaler Geschwindigkeit drin. Ihr könnt das Video bei Bedarf ja auf YouTube an der Stelle beschleunigen. Wenn du Epileptiker bist, überspring besser den Part nach Elon. Vermutlich solltest du das Spiel komplett skippen. Ich habe selber gemerkt, wie anstrengend es wird für die Augen. Achtet darauf, wenn ihr den Laser aktiviert habt, immer in Bewegung zu bleiben. So trefft ihr eventuell noch Schiffe, die gerade erst ins Sichtfeld kommen. Dogewater. The Dogewater.
Hier kommt am Ende nochmal Elon, aber bis dahin habe ich es noch nicht geschafft. So, insgesamt haben wir ca. 40 Minuten gebraucht, um die 100% zu packen. Und der Kurs ist scheinbar wieder leicht gefallen, da es anstatt 9,20 $ nur noch 9,02 $ sind. Sollte der Kurs gleich wieder steigen, aktualisiert sich auch dieser Gegenwert automatisch. Kommen wir zum Fazit und dem wichtigsten Punkt, den ihr wissen müsst. Bei jeder Transaktion von SPC werden 20% Steuern abgezogen. Das heißt bei Einzahlungen, Auszahlungen und Transaktionen zu einer anderen Wallet. Ihr könnt also nicht eure Tokens von der einen zur anderen Wallet schicken, in der Hoffnung immer weiter verdienen zu können. Die Mindesteinzahlung ist 50 $ und wenn ihr das Maximum von 100 $ am Tag erspielen wollt, braucht ihr 2000 $ in Tokens. Um die zu erhalten, müsst ihr 2400 $ umtauschen wegen der Steuern. Die hohen Steuern werden damit argumentiert, dass davon Auszahlungen und die Stabilität des Tokens gewährt werden können. Ich empfehle euch, nur mit Geld reinzugehen, dass ihr notfalls bereit seid zu verlieren. Ich kann euch nur sagen, dass das System so funktioniert. Das Risiko, dass der Token im Wert fällt, ist natürlich immer da. Persönlich würde ich auch maximal eine Auszahlung pro Monat machen. Kaufen könnt ihr den Token bei PancakeSwap. Probiert erstmal die Transaktion so durchzubekommen, sonst müsst ihr, meine ich, die Slipperage hier oben auf dem Zahnrad auf 20% stellen und joint am besten auch dem Spaceport Discord. Da verpasst ihr auch sicher nicht die neuesten Updates. Das Game wird nämlich immer weiterentwickelt. Ihr findet alles wie immer in der Videobeschreibung. Falls du neu in das Game einsteigst, kannst du gerne meinen Partnerlink benutzen. Kostet dich nicht mehr und du supportest mich damit for free. Wenn ihr einzahlt, wartet am besten auf einen Dip, wie es gerade der Fall ist. Am All-Time High einzusteigen ist immer ein großes Risiko. So kann der Kurs wieder steigen und der Wert eurer Tokens passt sich dem natürlich an. Das Team hinter dem Projekt steckt auch viel Geld in Marketing und kauft beispielsweise Startseitenbanner auf playtoearn.net. Ich warte derzeit noch auf einen kleinen Pump bei einem anderen Game und dann kaufe ich mir damit nochmal ein paar SPC-Tokens. Dann sollten so 30 bis 40 $ am Tag drin sein. Es gibt jetzt auch einen Spaceport-Channel auf dem Crypto Games Deutschland Discord. Würde mich da über einen Erfahrungsaustausch mit euch freuen. Ich hoffe, das Video konnte euch eine Übersicht über das Game geben und zeigen, was euch erwartet. Seid euch des Risikos bewusst. Es gab vor kurzem ein 8% Tax-Event, bei dem man nur 8% Steuern bezahlte. Eventuell gibt es so etwas in Zukunft wieder. Das macht unterm Strich schon viel aus. Ich bedanke mich bei dir wieder mal fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.